Du bist mal gespannt, wofür die Jobs sind. Ein bisschen weiß man ja schon, aber Alchemist wird interessant. Ja, das Problem mit den Jobs wird halt sein, dass du halt diesen Titel brauchst, um die heftigen Sachen, die besten Sachen zu craften, zu erstellen. Und am Ende wird es halt so sein, ein paar Sachen werden sich wahrscheinlich auch so lohnen. Aber vor allem beim Schmuck, Accessories, die man herstellen kann und so, wird es halt safe so sein, dass es halt einfach keinen Sinn ergibt, das Zweitbeste zu craften oder so. Also entweder du craftest das Beste oder du lässt es. Also so wird es wahrscheinlich von Preis-Leistung und sowas sein. Ich verstehe nicht, warum sie immer aus allem so einen Wettbewerb machen müssen. Wodurch halt einfach Leute, die nicht den ganzen Tag spielen, übelst benachteiligt werden. Also es gibt ja legit Spiele, die werden kritisiert dafür, dass sie zu casual-friendly sind. Und Flife ist halt eigentlich das genaue Gegenteil. Wenn du nicht Todes rein grindest oder 1000 Euro ausgibst, brauchst du eigentlich gleich gar nicht spielen. Und ich verstehe einfach nicht, warum die so sind. Das ist halt in der heutigen Zeit ist das halt so dumm einfach. Die Gaming-Szene war noch nie so krass voll mit Konkurrenz. Es gibt literally Millionen von Videospielen, aber Millionen von Videospielen, die man spielen kann. Und Millionen davon sind casual-friendly. Also wenn du dich selbst aktiv dafür entscheidest, dein Spiel quasi überhaupt nicht casual-friendly zu machen und alles, was du in dein Spiel packst, nicht casual-friendly zu machen, dann entscheidest du dich halt aktiv gegen Millionen von potenziellen Spielern. Und was man auch nie vergessen darf, in jedem Game ist die Casual-Szene eigentlich größer als die der Hardcore-Suchtis. Sicherlich sind die Hardcore-Suchtis, also kann man schon irgendwo argumentieren, dass Hardcore-Suchtis und damit auch Hardcore-Cacher-Suchtis, Wale, dass die wichtiger sind. Sage ich gar nicht, dass es nicht so ist. Also natürlich ist das deine Core-Community, die solltest du natürlich schon auch unterhalten, belustigen und natürlich dich auf die fokussieren. Aber du solltest halt nie die Casuals ganz vergessen oder ganz gegen die Casuals gehen mit deinen Entscheidungen. Aber genau mit solchen Entscheidungen wie diesem Ranking sagst du quasi Casuals richtig den Kampf an. So, ja, also wenn du nicht jeden Tag grindest, wenn du nicht in den Top 10 oder wie auch immer die Rangliste dann tatsächlich aussieht, wie man diese Titel bekommt und damit die Rezepte und die Crafting-Sachen, dann kannst du es eigentlich auch gleich lassen, weil, wie gesagt, ich meine, wenn man dann wirklich irgendwelche Schmucksachen craften kann oder Buffs, mal angenommen, man kann bessere Power-Ups craften, als die, wo man im Cash-Shop kaufen kann oder so. Oder was es auch gibt in anderen Spielen, sind ja quasi so verbesserte Potions. Also quasi die Standardversion ist 20 STA und die verbesserte Version ist dann 30 STA. Oder statt 10 Crit Damage 15 Crit Damage. Du nimmst einen bestehenden Potion plus die Materialien und verbesserst ihn dann zu einem besseren Potion. Vielleicht kann man den sogar verkaufen. Wer weiß. Gibt so viele Möglichkeiten, wie es dann letztendlich aussieht. Aber es ist eigentlich egal, wie es genau aussieht, weil fest steht jetzt schon, dass es halt, dass das Beste vom Besten Leuten vorbehalten wird, die halt am meisten Zeit investieren. Und das ist halt, wie gesagt, das ist halt der Tod für jeden Casual, weil, ja, ich meine, klar, wenn du das zweitbeste craftest, das wird nicht so viel schlechter sein, hoffentlich. Also vor allem, was die Power-Ups angeht und so. Und bei Möbeln würde ich sagen, ist es den meisten Leuten wahrscheinlich egal, weil die Möbel wahrscheinlich sowieso keine Effekte haben werden. Das wird niemanden jucken. Ob du jetzt eine Kommode herstellen kannst, die nicht so cool aussieht wie die andere. Es ist letztendlich nur was wie ein Skin. Ein Skin für dein Haus und Häuser interessieren, also Häuser, Möbel, Skins interessieren eigentlich, würde ich jetzt mal behaupten, die meisten Leute überhaupt nicht. Aber wenn es dann halt wirklich um Gameplay-spezifische Sachen geht, Gameplay-relevante Sachen wie Power-Ups und Schmuck, Equipment, dann interessiert es die Leute halt schon. Und das interessiert auch Casual-Spieler. Und wenn du das halt von einem Ranking abhängig machst und das Ranking nichts anderes aussagst als ich habe am meisten gespielt und so hört sich das ja an. Ein Ranking nach Mastery Points. Mastery Points bekommst du, wenn du den ganzen Tag suchtest im Endeffekt.
Das ist genau das, was quasi ein Casual nicht machen kann. Und nicht mal nur ein Casual, selbst jemand, der jeden Tag spielt, selbst jemand, der viel spielt, hat nicht unbedingt Lust dann, nur weil 10 andere Leute so heftig suchten, dann auch so heftig suchten zu müssen. Weil letztendlich ist es ja keine Frage des, wie viel spielst du, sondern wie viel spielen die anderen. Weil wie gesagt, wenn jetzt zum Beispiel die Top 10 jede Woche diesen speziellen Titel bekommt, wodurch man spezielle Rezepte freischaltet und spezielle Effekte, es wird in irgendeiner Form begrenzt sein, das steht fest. Sonst wird ein Ranking überhaupt keinen Sinn machen. Und dann ist es egal, wie viel du spielst, weil es spielt nur eine Rolle, wie viel spielen die anderen. Wenn einer 50 Stunden zockt und 8 andere zocken 30 oder farmen 30, dann weißt du, okay, um in den Top 10 zu sein, musst du mindestens auch 30 farmen. Und das 30 Stunden, ich meine, das ist das random Beispiel genannt, aber 30 Stunden pro Woche nur dann diese neuen Berufe grinden, hat halt dann auch nicht unbedingt jeder Bock drauf, nur um dann auch diese Rezepte, diesen Titel freizuschalten für eine begrenzte Zeit, um dann mitmachen zu können, um dann mitcraften zu können, auch die besten Sachen herstellen zu können. Das ist halt irgendwie... Also da fände ich es dann fast schon besser, wenn man die Rezepte im Cash-Shop kaufen könnte. Einmalig kannst du jedes Rezept im Cash-Shop kaufen für 500 oder 1000 F-Coin. Und es ist dann aber permanent freigeschaltet. Also das fände ich dann tatsächlich schon fast besser, weil dann könnte man es von anderen Spielern kaufen. Und dann wäre es halt, ja, dann wäre es halt wieder Pay to Win. Aber in dem Fall finde ich tatsächlich Pay to Win fast besser, als immer wieder in diesem Ranking landen zu müssen, um diesen Titel immer wieder sich erspielen zu müssen. Eigentlich ist es viel schlimmer, weil im Endeffekt zwingen sie dich halt immer wieder sau viel Zeit zu investieren. Und ab einem gewissen Punkt ist die Zeit halt weniger wert als... ist die Zeit halt mehr wert, sind die F-Coin weniger wert als die Zeit, die du ständig wieder reinballern musst. Weil wenn du einmal genug Materialien gesammelt hast, mal angenommen, da war irgendwie auf dem Screenshot war nicht irgendwie Mastery Level 300 beim Fischen. Na gut, Fischen wird wahrscheinlich sowieso relativ leicht sein, weil du es ja anscheinend AFK farmen kannst. Aber alle anderen Berufe wirst du ja höchstwahrscheinlich nicht AFK farmen. Und mal angenommen, du erreichst da einmal Mastery Level 300, du farmst einmal für dieses Ranking jeden Tag wirklich 2 Stunden oder so. Erze oder Bäume, whatever. Und bist dann wirklich einmal richtig krass weit oben und hast wirklich Materialien, tonnenweise Materialien, dass du nie wieder farmen musst, gefühlt. Dann macht es ja eigentlich auch keinen Sinn, dass du nur wegen dem Rezept dann nochmal so viel farmen musst, weil du deinen Titel verloren hast nach einer gewissen Zeit, weil es ja wahrscheinlich zeit-based sein wird, nur um dann wieder im Ranking zu landen, um das wieder freizuschalten. Das ist dann, wie gesagt, effektiv doch besser, wenn du es einfach einmal für 500 oder 1000 F-Coin kaufst und hast dann für den Rest deines Lebens Ruhe und kannst dann für immer diese Sachen craften. Also das ist etwas, was ich halt wieder nicht so cool finde. Alles andere klingt eigentlich ganz nice, aber das ist halt immer so, du stellst so 3 DIN A4 Seiten vor, yo, cool. Und dann eine Sache, oh, gar nicht cool. Und damit wird alles, was davor gesagt wurde, im Endeffekt wieder schlecht geredet, schlecht gemacht. Und vor allem in dem Fall verstehe ich es auch nicht, weil es ist ja auch dann nicht mal, also inwiefern profitiert Gala davon, wenn sie das so krass limitieren mit dem Ranking. Also sie würden tatsächlich mehr profitieren, wenn sie es in den Cash-Shop packen würden. Also ich verstehe nicht, was Gala davon hat. Also ja, die Leute müssen dann aktiv spielen, das heißt, die Leute müssen online sein. Davon profitiert Gala dann. Aber so an für sich, wenn dann keiner Bock drauf hat, weil ein paar Suchtis so viel grinden, dass du weißt, du schaffst es eh nicht ins Ranking, dann bringt es ja letztendlich dann doch wieder nichts. Mal angenommen, das Ranking ist sagen wir mal pro Woche, also ich denke mal nicht, dass es pro Woche sein wird, aber sagen wir mal, es ist pro Woche, Montag bis Sonntag, Sonntag 21 Uhr oder so, oder 22 Uhr, und du bist ein Casual, du gehst Freitagnachmittag online, weil du unter der Woche echt nicht spielen kannst, du kannst nur am Wochenende zocken, gehst Freitagnachmittag online, schaust ins Ranking und siehst, einer ist Mastery Level 789. Und alle in den Top 10 haben mindestens Mastery Level 400 plus. Ja, wahrscheinlich gehe ich dann Freitagnachmittag los und mit der realistischen Vorstellung, mit der realistischen Erwartung, dass ich noch ein höheres Mastery Level erreiche als die anderen, die über 400 Level über mir sind. Was auch immer das in Zeit dann bedeutet, keine Ahnung. Etliche Stunden wahrscheinlich. Weil ich ernsthaft denke, dass ich die noch einholen kann.
Ja, das wird niemand machen. Kein Mensch wird das machen. Also das heißt, die Dauersucht, die den ganzen Tag wirklich nur daheim hocken und jeden Tag 10 Stunden Flive zocken, ruinieren dann den anderen wiederum das Game irgendwo. Keine Ahnung. Also ich finde halt, sowas sollte halt echt nicht competitive sein. Wer unbedingt competitive spielen will, es gibt literally 10 PvP-Modi und so. Da gibt es doch immer die Competitiveness. Warum zum Teufel muss man PvE-Farmen auch noch competitive machen, sodass du Leute effektiv ausschließt, davon bestimmte Systeme nutzen zu können? Also das ist schon echt mal wieder höchst fragwürdig. Wenn sie das wegmachen, hammergeil wahrscheinlich. Wenn sie es nicht wegmachen, ruiniert es wahrscheinlich wieder einen Großteil des Updates. So unnötig einfach. Verstehe es nicht.